Mein Name ist Oliver Plöger und ich bin dieses Wochenende auf dem Roadburn Festival in Tilburg in Holland zum allerersten Mal. Ein Festival, was sich, glaube ich, nicht so wirklich mit dem vergleichen lässt, woran man denkt, wenn man sonst so das Wort Festival hört. Wieso, weshalb, warum? Das finden wir hoffentlich gemeinsam raus. Musikalisch sind wir beim Roadburn, man erahnt es bereits, eher an den musikalischen Rändern. Doom, Sludge, Noise, Metal spielen eine Riesenrolle, aber auch so avantgardistisches, experimentelleres Zeug. 6 Bühnen gibt es insgesamt, die musikalisch bespielt werden, dazu noch so ein paar andere Venues und das alles in der Tilburger Innenstadt. So, liebe Leute, erster Stopp für mich im 013, das ist so das Hauptvenue beim Roadburn. Und da spielt jetzt UFO Mammut, gibt schon seit über 25 Jahren, ist so ein Trio aus Italien, ziemlich wilde und gelungene und geile Mischung aus Stoner, Doom, Sludge, whatsoever. Und live, glaube ich, auch richtig geil. Was auch echt geil ist, man merkt sofort, wie gut der Sound ist. Also Mainstage 013, das ist halt ein Konzertvenue. Ne? Das ist nicht eine Mehrzweckhalle wie in Deutschland ganz oft so, sondern das ist echt für Konzerte konzipiert und gedacht. Das hört man, das ist geil. So, Herr Plögers kurzer Infoblock, habe ein bisschen was zusammengeschrieben. Seit wann gibt es das Roadburn? Eigentlich schon seit 1999, in Tilburg in der Form aber seit 2005. Jedes Jahr kommen hier so 4.000 bis 4.500 Leute hin. Viele aus dem Ausland. Tickets sind nicht ganz so günstig, ist nichts für einen kleinen Geldbeutel. 4-Tage-Ticket kostet 284 €, Tagesticket gibt es für knapp 90 €. Und was die Pennsituation angeht, also Zelten, Zeltplatz oder so, ist eher nicht, sondern Airbnb ist angesagt, Hotel ist angesagt oder es gibt ja auch ganz viele so Familien, Safari-Parks drumherum, da kann man auch pennen. Erstes Mal Roadburn oder wie oft schon gewesen? Nee, ich bin zum 12. Mal hier. Krass. Ja? Seit 2013. Erste Mal Roadburn für dich? 3. Mal. Wann das erste Mal hier gewesen? Vor 3 Jahren tatsächlich. Ist krass, ne? Ich treffe so viele Leute, die, wenn sie einmal angefangen haben, dann immer direkt nächstes Jahr dann wiederkommen, ne? Ja, genau. Hat mir auch sehr gut gefallen und wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Is it your first time in Roadburn? Yeah, it's Really? Yeah. How did you come here? My friends, they they're already going for a few years, and I just got adopted into going. We've been coming every year since 2016, I believe. So this is my 8th since the 2 years that they had to take off. Yeah, Right. so 8th time. Yeah, Where are you from? Las Vegas. And you come here extra for the Roadburn Festival? Yeah, we only come here for Roadburn. Das ist mein 4. Roadburn Festival. Und wann war das erste Mal, dass du hier warst? Vor 4 Jahren. Also seit dem ersten Mal gibt es keine andere Option, als herzukommen. Also Ja. auch wenn ich ein halbes Jahr verschuldet bin danach. Aber es gibt einfach ich muss herkommen. Ich habe mich total verliebt, sofort. So, ich bin 1-2 Minuten zu spät. Wir haben schon angefangen. Auf der Bühne als nächstes im 013. Einer meiner im weitesten Sinne Lieblings-Black-Metal-Bands überhaupt, nämlich Wegedot. Allerdings heute zusammen mit 4 Saxophonisten unter dem Namen Blind Man. Und ich bin mal gespannt, wie das klingt. You couldn't hear shit in the audience. Yeah, it's a very respectful crowd. It's a very interested crowd. It's a very open-minded crowd, and that's just like I said, it motivates you to do stuff like that. Like I wouldn't want to do this at like Hellfest because I know like people just want to drink beer, listen to heavy metal, and have fun, which is great. But it's not the setting where you want to do something like this. This is the setting where you want to do something like this.
Ja, wie war das, ne? Ich glaube, wenn man nur die Live-Ausschnitte gesehen hat, könnte man denken, dass es sehr anstrengend ist, aber irgendwie war das Gegenteil der Fall, weil es war erst bei diesen ganz ruhigen Parts mucksmäuschenstill, so, du hast wirklich niemanden gehört, nur irgendwie 200.000 Leute drin oder so. Ich hatte echt ganz oft die Augen zu und dann einfach so, und dann die Ausbrüche so, das macht schon was mit einem und ja, jetzt geht's wieder raus in die Sonne, so. Speziell alles. Roadburn Festival is like a community. It's about heavy music in all its facets. It's about emotional heavy. It's about music that hits you in the heart, hits you in the soul, but it's also healing music. And the festival is like a place where heavy music lovers from all over the world congregate and can be themselves. It's like a festival that is literally like a safe haven, or like as we used to call it, like to call it, it's Planet Roadburn. It's a world of its own. Also hier sind alle Roadburns drauf, die je stattgefunden haben. Wahnsinn. Also macht ihr doch mal den Aufwand. Hier sieht man zum Beispiel das letzten Jahr 2025, die einzelnen Bands, die dann mit anderen irgendwie verwoben sind und so. It's fucking crazy, ey. Wer macht sich denn so eine Arbeit? Und das hängt dann so einfach mal so in so einer Ecke so, ne? Wo dreimal dran vorbeilatscht und ich dann irgendwann frage so, was ist es denn eigentlich? So, 200-300 Meter von der Sporlawn entfernt, das ist so die Hauptverkehrsachse, wo alle immer langlaufen müssen, wenn sie woanders hin wollen, gibt es das Paradox. Ein legendärer Jazzladen und seit letztem Jahr, wenn ich jetzt nicht komplett Mist erzähle, beim Roadburn eingebunden. Und da sehe ich gleich eine Band, Jazz, klar, so die grobe Richtung, kommen aus Island und Holland, irgendwie so gemischt, und das ist das Ragnarök Trio. Ja, liebe Leute, ich sag mal so, wie das so ist beim Jazz, ne? Alle suchen die Eins. Ich hab's ja dann aber doch häufiger gefunden als bei anderen klassischen Jazz-Kombis. Zwischendurch hatte das eher so ein bisschen Mass-Rock-Appeal, so. Ich fand's richtig geil. Merken, Ragnarök Trio. So, jetzt sind wir in der Koppelhall. Hier vorne die Roadburn Wall of Fame. Da sage ich später nochmal was zu. Hier links ganz viele Locker-Rental. Das gibt es an ganz vielen Venues. Du kannst halt überall deine Taschen einschließen. Die Leute haben da auch Getränke gebunkert und so weiter. Wasser noch, Bierchen und so. Ne? Muss ja nicht immer alles teuer kaufen. Finde ich auch sehr geil und mitgedacht. Riesenthema natürlich. Ne? Vor allem, je genrespezifischer es wird, ist natürlich Merchandise. Offizielles Roadburn-Merchandise. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das Merchandise auf anderen Festivals angucke, das ist schon ein bisschen aufwendiger und stylischer gemacht, finde ich. Und hier auch so eine Geschichte, das ist auch so ein Roadburn-Ding. Inter Amann spielen am Sonntag. Die haben eigens einen Print gemacht, Roadburn 2026. Die sind dann, glaube ich, wahrscheinlich auch limitiert oder so. Also die Bands geben sich auch merchmäßig echt ziemlich Mühe. Die wollen ja halt alle so representen und was Neues, Spezielles zeigen immer so, ne? Merch. Ja gut, hier ist schon ein Loch in der Wand, ne? Ich glaube, da ist dann eine Band, die gestern schon gespielt hat, einfach mal abgereist und haben ihre Plönnen mitgenommen, ne? Logisch. Hier geht's ins Terminal, das ist auch nochmal ein Venue, da ist im Moment noch nichts los. Ja, und davon mal ab, ne? Ich meine, die Location, ey, also mehr Industriescham geht ja gar nicht mehr, ne? Wahrscheinlich denkmalgeschützt und so. Das ist schon richtig nice gemacht. So, hallo Wach am Freitag, es ist 13 Uhr und gleich die erste Band im Engine Room sind Yellow Eyes aus New York. Die habe ich schon vor ein paar Jahren gesehen in Köln. Machen so sphärischen Black Metal und um die Uhrzeit ist das, glaube ich, schon spannend. Ja, liebe Leute, ne? Ich sag mal so, mein Biorhythmus leicht verwirrt. Voll geiles Wetter, Sonnenschein, du stehst da drin, sonniger Black Metal, alles dunkel und du denkst natürlich so, Alter, das müsste doch theoretisch irgendwie abends sein. So, ja, so ist es halt nicht, ne? Sometimes we have bands that are on tour. They play a show at Roadburn and then they come to us and they say like, We want to stay here. We want to stay here, but we have to go. Yeah. And in this dark world outside there. Yeah, and what's also happening is that a lot of the bands want to stay here for 4 days. We try to help them out, and it's important to have that whole community together.
So, liebe Leute, um mir mal ein bisschen Orientierung ranzubringen, was so Distanzen und so weiter angeht, das ist echt entspannt hier. Ich komme gerade von der Mainstage aus dem 013, bin dann echt so 3-4 Minuten hier die Hauptstraße runtergelaufen und schon sind wir jetzt hier wieder an der Köppel Hall, also quasi diesem zweiten Main-Spot. Und das Geile ist, du triffst unterwegs dauernd irgendwelche Leute, die du schon mal kurz kennengelernt hast, alte Bekannte, die ich mal gesehen habe, so, du läufst echt die ganze Zeit über den Weg. Also alleine rumlaufen macht dir echt Bock. It was so cool, just a whole new world opening up for me. And I just said to my friends, it's also the first festival where I talk a lot to a lot of people. Okay. I just meet a lot of people. And even to reporters with funny microphones. Yeah, indeed, yeah, cute and fluffy. Ich habe Freunde und Bekannte, die haben mir davon vorgeschwärmt, die sind schon länger hier, die suche ich auch gerade. Hallo. Irgendwo sind sie. Sie haben so schwarze Klamotten an, ne? Ich glaube, wenn man konzentriert Lust hat, in diesem Spektrum von Musik die besten Sachen zu sehen, dann ist Roadburn wie so eine Fachmesse. Over the few years that we've been here, we've kind of made a bunch of friends here. We get to see them every year here. So we've got like our own little community within the community. Samstagnachmittag, liebe Leute, ich bin hyped, denn next up eine chinesische Künstlerin namens Otai Oni. Sie hat sich vorgenommen, 6 chinesische Kinderlieder, Schlaflieder neu zu interpretieren. Und sie ist dieses Jahr Artist in Residence. Was heißt das beim Roadburn? Es gibt immer mal wieder Künstler, die quasi für ein Jahr quasi verpflichtet werden, die dann in diesem Jahr zum Beispiel mehrere Shows gleich hintereinander spielen. Und bei Otai Oni ist es so, dass sie gleich 3 Jahre hintereinander Artist in Residence ist. Also auch da guckt das Roadburn nochmal so ganz anders um die Ecke. Long story short, es war sehr anstrengend, aber es war auch sehr, sehr geil. Wir haben einen Kumpel, der leider seit Jahren nicht mehr hier war, der aus Brasilien immer herkam. Okay, krass, ne? Zum Beispiel einen aus Bulgarien. Du triffst jetzt so viele Amerikaner, die hier hinfliegen, nur für dieses Festival und dann wieder abhauen. Das ist total crazy. There's no other festival culture like Roadburn. In the US. Not anymore. Yeah, Okay. like we used to have some that were pretty close, but like this Roadburn has just always been consistent with the culture here. I mean, it's just embraces really well the art and the artists and like the commissions and the secret sets, and they just keep it fun and entertaining. Ja, Leute, und was soll ich sagen, ne? Offizielle Info zum Roadburn 2026. Ich meine, bei anderen Festivals gilt das ja so ein bisschen als Lifehack, so füll dir deinen Wasserpulle auf dem Klo auf, so. Und hier wird halt explizit darauf hingewiesen, so. Das ist schon echt cool. Ich glaube, es sollte halbwegs klar geworden sein, dass es beim Roadburn sowas nicht gibt wie klassische Headliner oder so. Aber wenn es denn sowas gäbe, jetzt mal so rein theoretisch, dann wären das auf jeden Fall Cult of Luna. Die spielen ja gleich 2 Sets und da wollen alle hin. Last night you played the first of 2 shows here this year, and your set last night was like the older songs, and today will be the newer songs. Whose idea was it anyway? Came it from Walter? Was it yours Always idea? Walter. Yeah, really? Yeah. So he sent you an email? The Roadburn team, yes. Crazy. When did the email arrive you? Last year maybe? Oh no, absolutely not. It was short. If you're asking me to pinpoint, it feels like it was just a couple of months ago, but maybe it was here. I don't know. All right. Yeah, Okay. this festival is, and I keep saying that, like it's a festival for adults. It's a festival with people that love music. Yeah. Warm-hearted people. Like there's no, if you go to any festival, I mean, much more people, and people are more there in general to get drunk, or maybe like, but if people here, Yeah. they're here to, Appreciate. yeah, exactly.
I love it. So, und das ist hier die Roadburn Wall of Fame. Alle Bands, Künstler, die hier ever mal gespielt haben, aufgetreten sind. Und was total spannend ist, hier sind auch unter anderem die Kuratoren vermerkt. Was heißt das? Das heißt beim Roadburn, dass jedes Jahr oder seit ganz vielen Jahren mit speziellen Künstlern, Künstlerinnen, Bands zusammengearbeitet wird. Im Sinne von, dass die nochmal ihren ganz eigenen Input auf das Festival mit reingeben. Das heißt, dass sie spezielle Künstler empfehlen, dass sie für Kollaborationen irgendwie verantwortlich sind, dass sie selber ein eigenes, ganz spezielles Set spielen. Das ist schon ganz besonders. Wir gucken mal, wer hier schon alles so dabei war. 2011 Sun, Drone-Götter so. Mehr geht nicht. 2014 zum Beispiel Kurator Michael Ackerfeld von Opeth. 2016 Lee Dorian von Cathedral unter anderem. 2017 von Baroness John Dyer Basley. 2018 natürlich einer meiner Lieblingsbands, der Sänger von Converge, nämlich Jacob Bannon. Dann 2019 Rest in Peace Thomas Lindberg, unter anderem At the Gates, ja vor kurzem leider verstorben. Ja, und wer hier sonst noch so normal aktiv auf der Bühne unterwegs war, sehen Sie selbst. Und tatsächlich, wer hätte gedacht, selbst Hip-Hop hat seinen Platz auf dem Roadburn. Habe ich 2002 oder 2003 zuletzt mal in Köln gesehen, auch schon über 20 fucking Jahre so, Alter. Delek aus den USA. Interessantes für die Ohren ist ja die eine Sache, aber zum Gucken gibt es hier natürlich auch was. Kunstausstellung bei Roadburn. Ja, und auch hier kommt dann beim Roadburn wieder alles irgendwie zusammen. Die meisten Arbeiten stammen von einem Kollektiv namens Maleos Magic Kollektiv und da hängen halt auch die Dudes von UFO Mammut drin, die wir am Freitag gesehen haben. Alles eine schrecklich happy Family hier. Große Schlange, weil die spielen gleich Agriculture aus Los Angeles, Black Metal Band. Die haben hier gestern schon gespielt, ich glaube da drüben. Und die waren wohl so geil, dass die Leute die nochmal sehen wollen. Da haben sich Agriculture gedacht so, ja, spielen wir nochmal einen Secret Gig. Secret Gig, der wurde kurz vorher angekündigt in der Hall of Fame. Und da wollen jetzt alle hin. So, ich war gerade auf dem Gelände von der Köppelhalle nochmal unterwegs. Ich dachte, ich kenne jetzt mittlerweile jeden Spot hier und ich wollte eigentlich nur pinkeln gehen. Auf einmal war da auch schon wieder eine Riesenschlange, aber nicht zum Pinkeln, sondern so, die führt in eine riesen Skatehalle und da spielt jetzt auch noch eine Band so. Roadburn, du machst mich fertig. Was ist hier los? So, liebe Leute, Herr Plöger, der Roadburner eures Vertrauens, haut jetzt langsam mal in den Sack mit der Erkenntnis, dass sich alles, was ich mir im Vornherein vielleicht so vorgestellt oder erhofft hatte, tatsächlich auch so erfüllt hat. Und ich hoffe, dass das in unserem kleinen Filmchen hier auch so ein bisschen für euch genauso rüberkam. Wie ist es bei euch? Wart ihr selbst schon mal auf dem Roadburn oder habt ihr mal überlegt oder habt vielleicht jetzt überlegt, mal dahin zu fahren? Haut uns mal unten rein. Wir freuen uns auf eure Kommentare. In diesem Sinne, haut rein und abonniert den Rockpalast. Ja, live.